Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer Kanal. Heute machen wir Mozzarella selber. Ja, normalerweise wird Mozzarella ja aus Büffelmilch hergestellt, aber da die außerhalb Italiens unheimlich schwierig zu bekommen ist, muss man halt auf Kuhmilch zurückgreifen und in dem Fall auf eine nicht homogenisierte Kuhmilch. Und die bekomme ich in Chiang Mai bei der Milchkooperative. Pasteurisierte, nicht homogenisierte Milch, die bekommst du normalerweise im Biomarkt oder in einem gut sortierten Supermarkt. Aber hier in Chiang Mai habe ich da jetzt noch keinen gefunden. Dafür bekomme ich hier sogar Rohmilch. Wenn du in der Nähe eines Bauernhofs oder einer sogenannten Milchtankstelle wohnst, dann kannst du dort auch Rohmilch bekommen. Ich verlinke hier unterhalb vom Video mal 2 Webseiten, auf denen die Standorte angegeben sind, wo du bei dir in der Nähe Rohmilch bekommst. Hey Typ, brauche ich da jetzt etwa Rohmilch oder was? Ja, lass mich doch erstmal ausgehen. Also, wo war ich stehen geblieben? Rohmilch. Nein, also du brauchst keine Rohmilch, um Mozzarella zu machen. Allerdings brauchst du eine nicht homogenisierte Milch. Damit der Mozzarella so schön schmelzen kann, muss die Milch erst gesäuert werden. Und das kann man jetzt entweder eben Milchsäurebakterien überlassen oder man verwendet Zitronensäure. Wenn man Zitronensäure verwendet, wird der Mozzarella allerdings nicht besonders aromatisch. Verwendet man hingegen Milchsäurebakterien, wird der Mozzarella sehr aromatisch und auch die Konsistenz ist eine völlig andere. Ja, um Mozzarella zu machen, brauchen wir 3 Zutaten. Die schon so oft erwähnte, auch wenn ich mich wiederhole, nicht homogenisierte Milch, in dem Fall 5 Liter davon. Übrigens, meine Milch hat einen pH-Wert von 6,74. Warum das wichtig ist, da gehe ich gleich noch drauf ein. Weiter brauchen wir 65 Gramm Naturjoghurt und etwas Lab. Ob das jetzt flüssig oder Tabletten sind, spielt keine Rolle. Die Menge in jedem Fall für 5 Liter abgemessen. Ja, die Milch wird jetzt langsam unter ständigem Rühren auf 37 Grad erwärmt. Zeitgleich dazu erhitze ich meinen Backofen für 5 Minuten auf 50 Grad. Danach stelle ich den Backofen dann so ein, dass nur noch die Beleuchtung an ist. Das sorgt dafür, dass über den ganzen Zeitraum die Milch nämlich bei einer Temperatur von 37 Grad gehalten wird. Ja, wenn die Milch jetzt 37 Grad erreicht hat, wird der Joghurt eingerührt und der Topf kommt dann für 15 Minuten in den Backofen. Wie gesagt, ab jetzt bitte nur noch die Beleuchtung im Ofen an, sonst rösten wir die Milchsäurebakterien. Ja, und genau in dieser Zeit beginnen die Milchsäurebakterien auch schon mit der Fermentation und dabei sinkt der pH-Wert auf einen Wert bei mir jetzt von 6,44. Ein leicht saures Milieu hilft dem Lab übrigens beim Dicklegen der Milch. Ich verwende Labtabletten, eine davon reicht für 20 Liter Milch. Dementsprechend habe ich mir jetzt hier eine Vierteltablette in ca. 2 bis 3 Esslöffel chlorfreiem Wasser aufgelöst. Ja, anschließend wird das Lab für 25 bis 30 Sekunden in die Milch eingerührt, nicht länger. Macht dabei bitte eine Bewegung von unten nach oben. Ja, und dann den Topf abdecken und für 60 Minuten in den Ofen stellen. Ja, zwischendurch nochmal ganz kurz die Info, dass es die ganze Anleitung auch nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage gibt. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Nach 60 Minuten sollte die Milch in etwa so fest wie weicher Wackelpudding sein. Der pH-Wert beträgt jetzt übrigens schon 6,44. Ja, diese galertartige Masse, die schneiden wir jetzt mit einem Messer längs und quer in etwa 3 bis 4 cm breite Streifen und dann nochmal etwas schräg das Messer halten und auch nochmal einschneiden. Ja, den Topf wieder abdecken und für 20 Minuten im Ofen ruhen lassen. So, nach 20 Minuten muss der Käsebruch jetzt noch weiter zerkleinert werden. Dafür rühren wir den jetzt mit einem Schneebesen durch. Die Stücke sollen in etwa 1 cm groß sein. Ja, den Topf dann wieder abdecken und für 20 Minuten im Ofen ruhen lassen. Danach lag der pH-Wert übrigens schon bei 5,81. Ja, in der Zwischenzeit stelle ich mir ein Sieb in eine Schüssel. Auf den Boden der Schüssel habe ich eine umgedrehte Schale gelegt, damit das Sieb nicht den Boden berührt. Zusätzlich lege ich das Sieb noch mit einem Passiertuch aus. Ja, und dann ist auch schon Zeit, den Käsebruch abzuschöpfen und abtropfen zu lassen.
Achte beim Abschöpfen darauf, dass schon so viel Molke wie möglich abgetropft ist, bevor du den Käsebruch dann in das Sieb gibst. Ja, anschließend das Sieb abdecken und zum Abtropfen wieder in den Ofen stellen. Den pH-Wert messe ich ab jetzt jede halbe Stunde. Ja, haben wir ja ein bisschen Zeit, bis der Käsebruch soweit abgetropft und fermentiert ist, um uns mal über einen entscheidenden Faktor in der Mozzarella-Produktion zu unterhalten, den pH-Wert. Der muss am Ende der Fermentationszeit nämlich bei einem Wert von 5,1 bis 5,4 liegen, damit der Käsebruch dann unter Einwirkung von Hitze, also in dem Fall heißem Wasser, schmelzen kann und dass man ihn dann ziehen und dehnen kann. Am besten ist dafür hier so ein pH-Messgerät geeignet, das ist halt am genauesten. Alternativ dazu kannst du solche Lackmus-Teststreifen verwenden, dann aber bitte darauf achten, dass die auch die Kommastellen messen. Und die dritte Alternative wäre, wenn du beides nicht hast oder beides nicht besorgen möchtest, die sogenannte Ziehprobe. Ja, für die Ziehprobe gibst du 85 Grad heißes Wasser in eine Schale. Dann nimmst du ein Stück vom Käsebruch ab, legst es ins heiße Wasser und wartest eine Minute. Ja, versuche dann den Käsebruch zu dehnen und ziehen. Wenn das noch nicht funktioniert, so wie jetzt hier bei mir, dann warte noch mal eine halbe Stunde und versuche es erneut. Bereite dir rechtzeitig 2 Töpfe mit heißem Wasser vor. In einem Topf Wasser mit 50 Grad, im anderen Topf Wasser mit 90 Grad. Ja, dann brauchen wir noch eine Schüssel mit kaltem Wasser, in dem wir 2 Esslöffel Salz auflösen. Ja, und dann ging es plötzlich ganz schön schnell bei mir und der pH-Wert ist auf 5,18 gesunken. Und mein Wasser war gerade heiß, denn wenn der pH-Wert weiter sinkt, dann wird es nichts mit Ziehen und Dehnen, denn dann zerbröselt der Käsebruch einfach nur noch. Solltest du noch nicht so weit sein, dann stell den Käsebruch hastig in den Kühlschrank, um die Fermentation zu stoppen. Nach dem Abtropfen ist der Käsebruch jetzt zu einem recht großen Stück verklumpt. Darum schneide ich den jetzt erst in 1 cm breite Streifen und anschließend nochmal quer in so circa 6 bis 7 cm große Stücke. Die kleineren Stücke lassen sich nämlich gleichmäßiger erwärmen. Ja, und dafür gebe ich eben den Käsebruch jetzt hier die Stücke in eine Schüssel und temperiere den Käsebruch zunächst mit dem 50 Grad heißen Wasser. Und dafür füllen wir mit so viel Wasser auf, bis der Käsebruch bedeckt ist und warten 5 Minuten. Jetzt ist auch der ideale Zeitpunkt, Küchenhandschuhe aus etwas dickerem Gummi anzuziehen, um zu verhindern, dass du dir die Hände verbrühst. Anschließend kommt das 90 Grad heiße Wasser zum Käsebruch. Achtung an dieser Stelle, nimm dir bitte Zeit und kontrolliere die Temperatur genau. Ich habe hier nämlich beim ganzen Film leider etwas zu heißes Wasser verwendet und dadurch ist der Käsebruch teilweise zu weich geworden. Der zerfließt dann einfach und das ist leider nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, mit einem Küchenspatel oder Kochlöffel wird der Käsebruch jetzt wieder zu einer Masse zusammengedrückt sozusagen oder zusammen verschmolzen. Wenn das passiert ist, dann zieh die Käsemasse mit dem Holzlöffel oder Küchenspatel eben aus dem Wasser und zieh ihn mit den Händen in die Länge und leg ihn dann über den Spatel zurück und zieh erneut. Das machst du ungefähr 2 bis 3 Mal. Wenn sich der Käse danach nicht mehr so richtig ziehen lässt, dann erwärme ihn einfach erneut im heißen Wasser auf. Ja, dehne ihn dann weiter mit den Händen, falte ihn zusammen und dehne ihn erneut. Ja, und dann kannst du daraus so wunderschöne Mozzarella-Kugeln formen. Ja, und die legen wir dann zurück ins kalte Wasser zum Abkühlen und dann, Pizza-Time.
Ja, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, lohnt sich dieser Aufwand? Und ich muss sagen, ja, absolut. Der ist so mega lecker. Ich habe ich hab schon mal ein Stückchen abgebissen. Ich beiße aber gerne noch mal ein Stückchen ab. Oh, mega. Konsistenz, Geschmack, einmalig, ein Traum. Unbedingt Mozzarella selber machen, ausprobieren. Nicht mit Zitronensäure, nein, nein. Schön mit Milchsäurebakterien fermentieren. Das gibt richtig feines Aroma. Ja, ich meine jetzt selber gemachte Pizza mit selber gemachten Mozzarella. Besser geht's nicht, würde ich sagen. Ne? So, das gesagt. Ich hoffe, dir hat meine kleine Anleitung gefallen, wie man Mozzarella selber macht. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder nach unten, wie du magst. Auch freuen würde ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du den Kanal Nico Staniszok noch nicht abonnierst, dann sei so lieb und abonniere den Kanal Nico Staniszok. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt diesen Button da unten drückst, den roten, und den Kanal Nico Staniszok abonnierst. Ja, das gesagt, ich verabschiede mich für heute. Das ist jetzt erstmal eine super geile Pizza. Tschüss! Hier, Mozzarella selber machen gehen. Ich weiß, das ist total unterschiedlich. Aber leckerer geht's nicht. Ciao.